Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 8. Dezember 2017? Bevor ich beginne, habe ich Neuigkeiten. Ich habe einen neuen Kanal. Und diesem neuen Kanal können Sie kostenlos die Kunst des Kartenlegens erlernen und jeden Tag gibt's Neuigkeiten. Dieser Kanal ist schon eröffnet und die erste Aufnahme ist auch schon veröffentlicht. Und das heißt, die Meisterin des Kartenlegens. Und unter diesem Titel befindet sich dieser Kanal, aber ich werde das auch unten verlinken. Also besuchen Sie bitte meinen neuen Kanal, ich freue mich. Und jetzt stelle ich nochmal die Frage, wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe. Und Mond hat eine abnehmende Mondphase. Das ist immer so, nach Vollmond bis Neumond. Das eignet sich ganz gut, etwas starten, wovon wir verabschieden möchten, trennen, kündigen, loslassen und auch abnehmen. Abnehmende Mondphase. Interessant ist, das Mond begegnet sich hier in Tierkreiszeichen Löwe mit dem karmischen Knoten. Das heißt, Mond aktiviert heute die Karma. Und in diesem Stelle handelt es sich auf neue Lebensaufgabe oder Lernaufgabe. Deswegen sind wir auch auf die Erde, etwas Neues zum Lernen, uns zum Entwickeln. Es gibt natürlich auch alte Karma, Vergangenheit und es befindet sich energetisch gerade gegenüber in Tierkreiszeichen Wassermann. Was vermittelt uns diese alte Karma? Weil das beeinflusst auch diese Mondenergie. Sie stehen in Verbindung. Und es ist auch sehr wichtig zum Erkennen, weil die Tierkreiszeichen Wassermann und diese alte karmischen Knoten, was die indischen Astrologen als Drachenschwanz bezeichnen, wird bestrahlt von einem Stern Kastra. Also das ist die alte karmische Knoten, die Vergangenheit. Und diese Kastra ist ein Stern im Sternbild oder Tierkreiszeichen Steinbock. Dann können Sie fragen, was sucht die Steinbock im Tierkreiszeichen Wassermann? Die Antwort ist ganz einfach. Diese Sternbilder oder Tierkreiszeichen sind miteinander verschmelzt. Es gibt keine exakte Abgrenzung. Und diese Sternkastra befindet sich im Bauch des Steinbocks und bestrahlt diese Energieknoten oder diese Knoten, was nichts anderes ist als Schnittpunkt im Himmel, weil hier kreuzt die Mondumlaufbahn, die Ekliptik, und erinnert uns auf alte karmische Erfahrungen. Und es aktiviert jetzt die Tierkreiszeichen Wassermann. Und diese Kastra bestrahlt diese Knoten. Was sagt dieser Stern aus? Kraft zu zeigen und Widerstand leisten. Ihr würdet dazu nehmen, weil es handelt sich um Bauch des Steinbockes, hören auf dem gesundes Bauchgefühl. Aber Mond bewegt sich nicht im Wassermann, sondern gegenüber im Tierkreiszeichen Löwe. Und da haben wir die karmische Lernaufgabe. Etwas, was wir noch lernen sollen, was uns noch fehlt. Also neue Wege, neue Möglichkeiten, neue Lernaufgabe. Und es wird auch aktiviert von einem Stern. Und dieser Stern heißt, beziehungsweise zwei Sternen bestrahlen diese karmischen Knoten, was die indischen Astrologen als Drachenkopf bezeichnen, Algenubi und Alphard. Algenubi ist ein Stern,
in Tierkreiszeichen Löwe. Das passt auch, die jetzige Mondbewegung. Es ist alles im Tierkreiszeichen Löwe. Und es ist nichts anderes als der Maul des Löwens. Und hier handelt es sich auch darum, Kraft zu zeigen, den Mund aufmachen, Selbstbewusstsein und andere damit zu beeindrucken. Und nochmal, ein Stern bestrahlt diese karmische Knoten und dieser Stern heißt Alphard. Und diesem Stern Alphard ist das Herz der Hydra. Wer ist diese Hydra? Hydra ist der Wasserschlange. Das Herz der Wasserschlange. Und das bedeutet auf unserem Herz hören. Und das passt auch sehr gut zu Tierkreiszeichen Löwe, weil die Löwen herrschen über unserem Herz. Warum? Weil Sonne ist das Herrscher über die Tierkreiszeichen Löwe. Und die Sonne ist astromedizinisch zugeordnet zu unserem Herz. Und es ist auch logisch, weil die Sonne ist die Zentrum unserem Sonnensystem und unserem Herz ist die Zentrum unserem Körper. Das hängt alles miteinander zusammen. Die beiden karmischen Knoten erzählen Folgendes: Selbstachtung, Selbstbewusstsein, auf unserem Herz hören, aber auch auf unserem Bauchgefühl, Kraft zu zeigen, Mut zu zeigen, den Mund aufmachen, Selbstbewusstsein, andere damit beeindrucken. Und das ist gerade die karmische Lernaufgabe. Natürlich in erster Linie für die Löwengeborenen und die Wassermanngeborenen und für diejenigen, die die karmischen Knoten in ihrem Geburtshoroskop hier platzieren. Aber dadurch, dass Mond gerade das alles aktiviert und die Mondenergie wirkt auf uns alle, egal in welchem Tierkreiszeichen wir geboren sind, das heißt, es erinnert uns alle auf diese karmischen Lernaufgabe, Selbstachtung, Selbstbewusstsein. Die Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und hat immer noch einen Einfluss von Sabik und das ist die Knie von den Schlangenträger. Wer ist dieser Schlangenträger? Das ist der Sohn von Sonnengott Apollo. Asklepios, der himmlische Arzt, und die Geschichte habe ich ein paar Mal schon erzählt, aber ich wiederhole mich kurz. Asklepios hat ein Kind gerettet und diesem Kind ist ein Honigtopf gefallen und Asklepios hat dieses Kind gerettet und geheilt mit der Heilkräuter der Schlange. Aber es waren zwei Schlangen. Der eine hat die Gift in sich gehabt und die andere hat die Heilkräuter gehabt. Und Asklepios hat die richtige Entscheidung getroffen, weil hat mit dem Heilkräuter diese im Honigtopf gefallenen Kinder gerettet. Das hat für uns eine symbolische Sprache, die richtige Entscheidungen treffen. Dann auch achtsam sein, welcher Einfluss auf uns zukommt. Ist es eine Lüge, also dieses Gift, oder ist das die Wahrheit, also die Heilkräuter? Und das ist auch eine Botschaft. Wenn wir alles glauben, was uns erzählt wird, und es wird immer Honig süß verpackt, dann fallen wir auch in diesem Honigtopf und sind wir wie ein Kind. Also das ist die Botschaft, was gerade die Sonnenenergie uns vermittelt. Und die Sonne ist auch Klarheit, also damit sollen wir klar und bewusst sein. Und für den Mondeinfluss habe ich schon erzählt, das ist erstmal die Wasserschlange, die Herz der Wasserschlange. Hier handelt es sich auch um eine Lüge. Es ist zwar nicht Hydra, wo da gelogen hat, sondern der Rabe. Wie ist die Geschichte dazu? Vielleicht können wir daraus auch etwas lernen. Apollo, der Sonnengott, sagte zu Rabe: Flieg davon und hol frisches Wasser von Brunnen, weil das braucht Zeus, der Himmelsgott. Aber beeile dich,
Die Rabe flog davon und unterwegs findet ein Feigebaum und hat Lust gehabt, von diesem Feigebaum zum Essen, aber das war noch nicht reif. Und die Rabe hat gewartet, bis die Feige so weit waren, dass er davon essen könnte. Und erst dann flog weiter und holte die Wasser von diesem Brunnen. Dann kehrte er zurück und fragte Apollo, der Rabe, wo warst du denn so lange? Ich habe zu dir gesagt, du sollst beeilen. Und der Rabe antwortete, weißt du, Apollo, ich kann nichts dafür, da unterwegs war diese Wasserschlange und sperrte den Weg, deswegen kam ich etwas später. Die Rabe hat gelogen und diese Lüge hat Apollo natürlich sofort durchgeschaut und Apollo hat alle im Himmel gesetzt. Auch die Rabe, auch Hydra, diese Wasserschlange und auch die goldenen Becher. Die sind alle im Himmel so ganz nah und die Rabe muss jeden Tag schauen Richtung Wasserschlange und Richtung diese goldenen Becher, damit er immer auf diese Lüge erinnert. Also das ist die Geschichte dazu. Vielleicht ist das auch eine Botschaft, dass wir nicht alles glauben sollen. Und wo befindet sich unser Planet Erde? Es kommt ein anderen Einfluss auf unserem Planet Erde und das ist Bellatrix. Und diesem Stern Bellatrix befindet sich auch im Sternbild Orion und sagt aus, wenn die Möglichkeiten und Chancen da sind, dann bitte sofort handeln, nicht warten, nicht zögern, sondern sei dir aktiv, bring das in Sprache. Das ist der Einfluss auf unseren Planet Erde. Unseren Planet Erde vermittelt mir persönlich auch Sicherheit, Stabilität, ein fester Boden unter unseren Füßen und auch Materie. Also wenn das in diesem Thema handelt, etwas befestigen oder sie etwas in Sicherheit, Stabilität bringen. Oder brauchen wir diese feste Boden, dieses Fundament, dann sollen wir das beachten, was dieser Stern uns gerade vermittelt. Sei sofort aktiv, wenn es sich so ergibt, wenn du das Gefühl hast, das passt, dann zögere nicht dich, sondern handle sofort. Und das war mal allgemeinen, welche Einflüsse noch von anderen Sternen kommen. Und jetzt schauen wir mal die einzelnen Tierkreiszeichen an. Tierkreiszeichen Löwe. Wie ich schon sagte, Mond erreicht die karmische Knoten. Und das aktiviert bei den Löwengeborenen etwas. Natürlich spüren wir das alle, aber das ist sehr intensiver bei den Löwengeborenen, weil sie sind damit direkt betroffen, weil hier bewegt sich gerade diese karmischen Knoten. Und es ist die neue Erfahrungen, neue Möglichkeiten, Lernaufgabe, etwas, was wir noch nicht kennen, neue Erkenntnisse. Und diese Richtung bewegen sich die Löwengeborenen. Natürlich durch den Mond wird das jetzt auch aktiv. Und die Löwengeborenen befinden sich auch in einem Transformationsprozess, in einer Wandlung. Sie fühlen sich zwar ein bisschen eingeengt, sie wollen nicht wahrnehmen, diese Chancen, Möglichkeiten. Und wenn ja, dann sind auch Zögerungen, weil sie zweifeln daran oder haben Angst. Aber die Botschaft ist klar und deutlich: selbstbewusst auftreten, das Ansprechen, das alles im Griff bekommen und aktiv sein. Und Unterstützung kommt von anderen Planeten. Uranus unterstützt es aus dem Tierkreiszeichen Löwe. Dann aktiviert es auch die Sonne. Es ist eine schöne Sonne-Mond-Verbindung. Also es ist wichtig, damit zu bewusst sein, die Chancen, Möglichkeiten und das Glück ist da. Und wenn dieses Gefühl kommt, dann auch Mut zeigen, dann kommt ihr von die Enge raus und gerade in dieser Wandlung befinden sich die Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau-Geborenen haben Glück. Sie haben Möglichkeiten und Chancen, weil sie bewusst wahrnehmen sollen. Das sind ihre Träume, ihre Visionen, die Inspiration, die Intuition, weil da liegt gerade die Kraft. Wenn sie versuchen, das untersuchen,
oder versuchen, das Verstehen mit Verstand. Vielen Sachen kann man nicht mit Verstand verstehen, weil man braucht das Gefühl dazu und man sollte das einfach so geschehen. Und diese Lernaufgabe haben gerade die Jungfraugeborenen. Wenn sie versuchen, darüber diskutieren oder analysieren oder untersuchen oder überprüfen, dann stoßen gegen Hindernisse, weil da ist wie eine Sperre gerade. Das betrifft auch die Gespräche gerade. Es ist nicht leicht, ein klärendes Gespräch zu führen. Die Jungfraugeborenen fühlen sich missverstanden. Sie können von ihren Vorhaben andere nicht überzeugen. In die Liebe, Partnerschaft haben momentan auch Einschränkungen. Ein bisschen Geduld noch, bis das verbessert. Ich betone immer das, was gut ist, wo die Kraft liegt. Und ich wiederhole nochmal, wo liegt die Kraft gerade bei die Jungfraugeborenen? Wenn Sie das alles mit Gelassenheit betrachten und im Vertrauen sind, dass es alles im Fluss kommt und es kommt alles von alleine auf Sie zu. Und daran liegt eigentlich die Schlüssel, daran liegt das Glück, was die Jungfraugeborenen vorteilhaft nützen können gerade. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist ein beruflicher Aufstieg, berufliche Veränderungen. Viele Wagengeborenen suchen ihren Berufung. Sie haben diese Möglichkeit, Chancen etwas zu verbessern. Sie bekommen Lob, sie bekommen Anerkennung. Und im Allgemeinen haben auch Glück momentan sehr, sehr schöne Einflüsse von dem Planeten. Und es ist in erster Linie spürbar im beruflichen Umfeld, aber sie haben auch in der Liebe auch Glück. Die Tierkreiszeichen Skorpion Geborenen ist eine gewisse Unsicherheit oder Unruhe, Nervosität heute. Aber das ist kein Dauerzustand, weil ab morgen beruhigt sich das alles und dann haben die Skorpiongeborenen auch wieder Kraft und Mut. Mars nähert sich auch, weil in die nächste Zeit wird im Tierkreiszeichen Skorpion bewegen und das ist Kraft und Mut, Energie, und es wirkt auch gut auf dem Skorpiongeborenen, weil Mars ist die Herrscherplanet über die Skorpionen. Das kann natürlich auch eine männliche Person sein. Also die Damen, die alleine sind, haben auch dann in die nächste Zeit gute Chancen, jemand zu begegnen. Also das ist momentan ein bisschen unruhig. Das ist der heutige Tag, aber in die kommenden Tagen kommt Verbesserung. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen können mit Glück rechnen und das trifft die persönlich. Und es ist durch ihren Auftreten oder wie sie wahrgenommen sind gerade und das sind Gespräche. Es kann sein, dass dieser rückläufige Merkur bremst es ein bisschen, aber diese Rückläufigkeit bedeutet auch, dass sie Gespräche haben von Vergangenheit, dass sich wieder jemand meldet oder Themen kommen von der Vergangenheit oder ein Termin wieder, was mit der Vergangenheit zusammenhängt. Das kann auch eine Rückläufigkeit bedeuten. Also, das sind die Gespräche und auch Liebe, Partnerschaft bewegt sich auch einiges. Die Mond hat schöne Einfluss, Uranus hat schöne Einfluss. Also wirklich haben Sie Glück und Saturn verlässt bald die Tierkreiszeichen Schütze und diese Phase, dieser Prozess, diese alle Lernaufgaben sind auch auf einmal vorbei. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen fühlen sich ein bisschen unsicher und kraftlos. Und das sollen sie überwinden. Und es ist auch wichtig, dieser Selbstausdruck, dieses Selbstbewusstsein und die Kraft kommt wieder, diese Überzeugungskraft auch. Und es ist eine persönliche Aufstieg. In die nächste Zeit werden die Steinbock-Geborenen auch Anerkennung bekommen, werden auch wahrgenommen. Es ist momentan unbeweglich, sie fühlen sich auch etwas kraftlos, aber in den Tagen verbessert sich das alles schon. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen kommen von der finanziellen Enge raus. Aber es ist auch wichtig, das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl, Wertschätzung, weil das unterstützt
energetisch die finanzielle Lage. Und genau das ist die Befreiung gerade, wo gerade die Wassermann-Geborenen sich bewegen momentan. Und wie ich schon erwähnt habe, diese karmische Knoten und das Mond aktiviert das alles. Es trifft nicht nur die Löwengeborenen, sondern wirkt auch auf den Wassermann-Geborenen, nur hier ein bisschen anderes, weil hier kommt die Vergangenheit, das alte Karma, vielleicht etwas noch loslassen oder etwas befestigen, weil es ist nichts alles Negatives von unserer Vergangenheit, das sind auch Talente und Fähigkeiten oder Begegnungen und wenn das noch blockiert war früher, dann sollen wir davon auch befreien und das umsetzen und das im Licht zu bringen. Das sind oft dann auch die Talente. Und dazu braucht man auch Mut, das wieder im Griff bekommen und das auch zeigen. Und das ist die Energie, wo die Wassermann-Geborenen gerade befinden. Dieser rückläufige Merkur hat auch mit Karma auch etwas zu tun. Also das kann auch ein Hinweis sein. Es wirkt zwar nicht direkt auf den Wassermann-Geborenen, aber hat einen guten Einfluss auf den Wassermann, Geborenen diese Merkur-Energie und gerade diese Rückläufigkeit. Vielleicht Kontakte, Gespräche, Begegnungen, karmische Begegnungen sind möglich. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sollen sie ihren Unsicherheit überwinden. Sie sind nervös, unsicher, die trauen sich nicht zu, sie haben das Gefühl, es bewegt sich nicht, kommen keine Gespräche, oder in die Liebe, Partnerschaft ist nicht so toll. Und genau dieses Gefühl sollen sie überwinden und im Vertrauen bleiben. Und in den kommenden Tagen durch die Mondbewegung verbessert sich das etwas, weil das beruhigt sich. Sie befinden sich gerade in einer Art Heilprozess und in die nächste Zeit kommt auch eine gute Mars-Energie, von Tierkreiszeichen Skorpion natürlich, aber das wirkt auf den Wasserelementen, also wirkt gut auf den Fischengeborenen und das ist wieder die Kraft, die Mut, die Möglichkeiten, kann auch eine männliche Person sein. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist alles hervorragend. Die haben Glück und Glück und Glück. Das sind Umbrüche, Veränderungen. Die Energie ist einzigartig. Die einzige Kleinigkeit, worauf die Wiedergeborenen achten sollen, dass sie nicht zu viel machen, weil sonst verlieren sie ihren Kraft, ihren Gleichgewicht und dann wird das ein bisschen stressig sein. Oder die Richtung bestimmen, in welche Richtung setzen sie ihre Kraft ein. Es kann passieren, dass es Momente gibt, wo die Wiedergeborenen kraftlos fühlen und da brauchen die inneren Gleichgewicht. Ansonsten alle anderen Einflüsse wirken sehr schön und vorteilhaft auf den Wiedergeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen ist momentan alles zu viel. Die Arbeit, zu Hause, dann sollen sie noch in Freizeit was machen, an sich selbst auch denken und sie sollen ganz gut überlegen, welche Schritte sie machen, weil das ist so ähnlich wie bei Wiedergeborenen, dann ist das alles zu viel und sie verlieren dann auch das innere Gleichgewicht und die Kraft. Also sie brauchen diesen Ausgleich, auch mal an sich selber denken oder mal in Freizeit was unternehmen, dann auch die Möglichkeiten, Chancen wahrnehmen und da in die Richtung aktiv sein und diese unnötigen Sachen vielleicht beenden oder verschieben auf eine andere Zeit. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen halten die Balance, haben auch Glück und es spiegelt etwas, für das Leben spiegelt etwas auf dem Zwillingsgeborenen. Was ist es? Das sind Liebe, Partnerschaft, Kontakte, Kommunikation. Und es soll für die Zwillingsgeborenen bewusst sein, nicht nur warten, dass von anderen kommt die Aufmerksamkeit, die Liebe, die Gefühle und die Gespräche, sondern sie sollen auch auf anderen zuzugehen, weil so kommt es in Harmonie.
Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen sollen noch warten, etwas vorbereiten, aber noch warten, bis in die kommenden Tagen etwas bessere Energie da ist. Da haben sie wieder Kraft, haben sie wieder Mut, dann kommt auch die Sicherheit und Stabilität. Dieser Tageshoroskop ist natürlich allgemein, aber es besteht die Möglichkeit des maßgeschnittenen Berechnen und dann bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Da möchte ich erwähnen, dass ich meinen Shop habe, wo auch schöne Ware sind, also sind herzlich willkommen. Sie können etwas aussuchen, es ist sofort bestellbar. Das befindet sich unter www.denderasusanna.medici.com. Dann die Blitzberatungen. Wie funktioniert das? Sie beschreiben Ihre Lebenssituation, stellen Ihre Frage, bitte dazu schreiben die Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, und Geburtsort. Ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Und mein Honorar beträgt pro Frage 10 €. Die Kartenlegen-Schulung habe ich erwähnt und noch die 3-in-1 Beratungen, das möchte ich noch auch erklären, was das ist. Das handelt sich auch um Kartenlegen in 3 Stufen. In erster Stufe beantworte ich die Fragen, beschreibe ich die Situation. In die zweite Stufe gebe ich die Zeitangabe, was passiert in den kommenden Tagen. In die dritte Stufe ist auch eine Zeitangabe und ich beschreibe, was passiert in den kommenden 12 Monaten. Es bezieht sich selbstverständlich auf die Fragen. Und diese 3-in-1 Beratung ist eine Videoaufnahme, natürlich anonym. Nach Wunsch könnte ich das so anfertigen, dass Sie die Zugangsdaten bekommen und außer Sie kann niemand sehen. Dann bleibt es wirklich ganz anonym und bei diesem 3-in-1 Beratung beträgt mein Honorar 50 €. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.